Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns auf dieser Reise auf dem Hanse-Camping in Bremen einquartiert. Gästen gefällt hier besonders die großzügige und gepflegte Sanitäranlage. Toll ist auch die Lage direkt am Stadtwaldsee und so fahren wir vorbei an der Seeterrasse des Campingplatzes den Seeweg entlang. Hier am Stadtwaldsee befindet sich auch ein Badestrand, der an warmen Tagen die Möglichkeit zum Schwimmen im See bietet. Wir erreichen den Bürgerpark, der als grüne Oase der Hansestadt und als einer der bedeutendsten Landschaftsparkanlagen Deutschlands gilt. Sanft geschwungene Wege führen durch alte Baumalleen, vorbei an spiegelnden Seen und romantischen Brücken. Das Tiergehege im Bürgerpark gehört zu den beliebtesten Attraktionen der Anlage und ist seit über 150 Jahren ein fester Bestandteil des Parks. Hier werden Tierarten wie Dammwild und Alpakas im frei zugänglichen Gehege gehalten und sorgen für neugierige Blicke. Auch Ziegen, Ponys und Zwergesel erfreuen die Besucher. Ergänzt wird die Tierwelt durch Geflügel und Ziervögel wie Enten, Gänse und Pfauen. Der Bürgerpark ist nicht nur eine Grünfläche, sondern ein Symbol bürgerlichen Engagements. Er vereint Natur, Kultur und Gemeinschaft und ist bis heute ein lebendiges Denkmal der Stadtgeschichte. Wer durch seine Alleen spaziert und an den Seen verweilt, erlebt die Verbindung von historischer Gartenkunst und moderner Stadtkultur. Wir verweilen bei diesem schönen Wetter eine Weile am Markusbrunnen und fahren danach weiter in Richtung Innenstadt. Schon nach kurzer Zeit erreichen wir den Hollersee. Er ist ein künstlich angelegter Teich, der zusammen mit dem Parkhotel ein zentrales Ensemble im Bürgerpark bildet. Vorbei an der Herdentorswallmühle und dem Schweinehirt in der Sögerstraße erreichen wir den Bremer Marktplatz. Am Rathausplatz, direkt neben dem Rathaus, findet man die Skulptur der Bremer Stadtmusikanten. Der Rathausplatz in Bremen ist das historische Herz der Stadt und einer der eindrucksvollsten Plätze Norddeutschlands. Direkt vor dem Rathaus steht der Roland. Die überlebensgroße Statue symbolisiert seit 1404 die Freiheit und Selbstständigkeit der Stadt. Das Bremer Rathaus ist eines der bedeutendsten Bauwerke Norddeutschlands, das seit 2004 gemeinsam mit der Roland-Statue zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. In unmittelbarer Nachbarschaft steht der St. Petri-Dom, dessen Ursprünge bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen. Im Inneren beeindruckt der Dom durch seine schlichte, aber kraftvolle Gestaltung.
Die Hallenkirche vermittelt mit ihren hohen Gewölben eine feierliche Atmosphäre. Wir nehmen euch mit ins Schnorrviertel. Das Schnorrviertel in Bremen ist eines der ältesten und zugleich charmantesten Stadtquartiere, ein lebendiges Stück Mittelalter mitten in der modernen Hansestadt. Das Viertel besteht aus schmalen, verwinkelten Gassen, die von kleinen Fachwerkhäusern gesäumt sind. Viele dieser Gebäude stammen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert und wurden liebevoll restauriert. Die Häuser stehen dicht an dicht, was dem Schnorr eine fast märchenhafte Wirkung verleiht. Beim Spaziergang durch die Gassen spürt man die Nähe der Vergangenheit. Kopfsteinpflaster, niedrige Türen und kunstvolle Fassaden erzählen von Jahrhunderten städtischen Lebens. Wir erreichen erneut den Rathausplatz und verspüren so langsam etwas Hunger. Es gelingt uns, einen freien Tisch in der historischen Kulisse zu ergattern und wir genießen hier einen leckeren Flammkuchen mit Blick auf Rathaus und Dom. Frisch gestärkt führt uns unser Weg in die berühmte Böttcherstraße. Sie ist ein einzigartiges Gesamtkunstwerk aus Architektur, Kultur und Geschichte. Ein nur rund 110 Meter langer Straßenzug, der dennoch zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählt. Die Böttcherstraße verdankt ihren Namen den Fassmachern, die hier im Mittelalter ansässig waren. Sie ist geprägt von roten Backsteinfassaden und beherbergt heute kleine Läden, Cafés und Restaurants. Unser nächstes Ziel ist die Bremer Schlachte. Sie ist die historische Uferpromenade an der Weser und einer der lebendigsten Orte der Stadt. Für uns der richtige Ort, einen der vielen Biergärten zu testen. Dann ist es wieder Zeit für ein wenig Bewegung. Mit den Rädern fahren wir entlang des Weserufers in Richtung Überseehafen. Der Bremer Überseehafen war über viele Jahrzehnte ein zentraler Ort der Hafenwirtschaft. Besonders Kaffee, Baumwolle und Tabak wurden hier in großen Mengen umgeschlagen. Doch in den 60er Jahren verlagerte sich der internationale Warenumschlag zunehmend nach Bremerhaven. Das Gelände wurde später umgestaltet, Teile dienten neuen Gewerben, andere Flächen wurden kulturell und städtebaulich genutzt. Wir erreichen den kleinen Leuchtturm auf der südlichen Abschlussmole, der im Volksmund auch Mäuseturm genannt wird. Zurück an der Schlachte genießen wir in der warmen Abendsonne ein leckeres Menü. Im Anschluss fahren wir über tolle Fahrradwege wieder zurück zu unserem Wohnmobil. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von Bremen und von euch und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Und wie immer einen Like, einen Kommentar und das Abo nicht vergessen. Es kostet ja nichts. Bis bald.